So, guten Tag, Benjamin Brümer von der Firma UBM und morgen ist Tag der Arbeit. Da habe ich mir gedacht, es ist eine gute Gelegenheit zu zeigen, wie man mit NetCrunch Zeit sparen kann, insbesondere wenn es darum geht, Alarme zu konfigurieren. Wenn man Alarm konfigurieren möchte, dann ist es möglich, über diese Monitoring Target das zu arbeiten. Ich gehe auf der Pluszeichen in die Konsole, sage Monitoring Target und gibt irgendwas, was ich da als Alarm definieren möchte, zum Beispiel IMAP. Und hier sehen wir in der Maske, dass wir zwei Typen von Alarm haben. Alarm, die auf Monitoring Pack gehen können, das heißt Netzwerkservices, die ganze Monitoring Pack Alarme, die drauf sind, und Alarm, die auf Sensoren arbeiten. Also hier für IMAP habe ich ja keinen, aber wenn ich ja Certificate angebe, dann habe ich auch entsprechende Sensoren-Alarm, so wie hier. So, warum ist es so? Monitoring Pack sind ursprünglich die Technologie, die benutzt wurde in NetCrunch, um Alarme zu definieren. Und Monitoring Pack Alarm können gruppiert werden und dynamisch eingewendet werden auf Host. Ja, es gibt auch von NetCrunch sehr viele Monitoring Pack Alarm, die vordefiniert sind. Die befinden sich unter Monitoring Policy und Monitoring Pack. Und das sind so alle Alarmen, die auf Monitoring Pack arbeiten können. Dadurch, dass die gruppiert werden können, und zwar auch das dynamisch, das heißt, ich kann sagen, alle Windows-Server bekommen diese Monitoring Pack, dann ist es sehr effektiv, entsprechend mein Monitoring Alarme darüber zu konfigurieren. Es gibt aber eine neue Technologie, das wurde vor ungefähr 5, 6 Jahren hinzugefügt in NetCrunch, und das ist so diese Sensoren. Diese Sensoren gehen ein bisschen tiefer von das, was die überwachen. Das heißt, ich kann jetzt Certificate, Datenbank, bestimmte Applikationen, Webseite, API, da gehe ich ein bisschen tiefer und die sind sehr individuell gestaltet. Das heißt, ich kann hier nicht die zusammen gruppieren und sagen, ich habe jetzt zum Beispiel eine Sensoren für Zertifikat und das möchte ich mal auf 20 Systeme machen. Es gibt aber zwei Technologien in NetCrunch, mit dem ich mir helfen kann, um diese Einschränkungen ein bisschen weicher zu machen. Das erste ist, über Templates zu arbeiten. Monitoring Templates, das ist hier zu finden. Das ist, so wie der Name sagt, eine beispielhafte Konfiguration für einen bestimmten Typ von Knoten. Also jetzt könnte ich jetzt einen Router nehmen, Bintec Router beispielsweise. Wir haben entsprechende Firmen, die Hunderten von solchen Systemen haben. Also das heißt, wenn Sie ein Modell haben, vielmals, und der ist überall gleich konfigurieren, dann können Sie jetzt diese Monitoring-Template entsprechend definieren. Hier habe ich die Möglichkeit, einen existierenden Knoten als Basis für meine Templates zu nehmen. Das heißt, hier nehme ich mal zum Beispiel unsere Switch, und im Voraus muss ich natürlich die Konfiguration von der Switch vornehmen, und dann kreiert NetCrunch entsprechend eine Templates. Wo finde ich diese Templates, wenn ich in der Hauptmaske bin? Also jetzt kommt halt eben diese Templates-Konfiguration da, und ich sage, das habe ich schon gemacht auf meine Basis-Switch, und so kann ich es einfach übernehmen. Dann, wo finde ich dieses Templates, wenn ich jetzt in NetCrunch bin? Dann kann ich in der Overview drauf gehen, und man kann nicht nur nach IP-Adresse oder Name von Host suchen, man kann auch suchen nach entsprechende Typ von Knoten. Das heißt, wenn ich meine Templates-Knoten finden möchte, dann finde ich sie auch entsprechend hier. Danach ist es ganz einfach, wenn ich diese Templates zuweisen möchte auf weitere Hosts. Gut, da nehme ich mal irgendwas, was dann nicht passt. Also ich könnte dann nehmen wir mal den Drucker. In dem Fall würden wir das selektieren auf natürlich die andere Bintec-Host. Hier in meinem Testnetz habe ich das nicht. Dann gehe ich auf diese Node Settings
Und das kann ich in Multi-Edit machen. Das ist an der Stelle sehr effektiv. Und unter Node Settings in der 3 Punkte kann ich da sagen, Assign Templates von meinem Bintec. Ja? Und Sie sehen, die ganzen Konfiguration wird so grau unterstellt mit Manage by Templates. Und das heißt, wenn ich jetzt auf OK gehe, dann ist es jetzt meine Templates-Konfiguration. In meinen Templates-Konfiguration sind die Monitoring-Sensoren drin. Das heißt, wenn ich jetzt Templates habe für SSL oder für meine Datenbank, für meinen eDRAC, diese IPMI-Sensoren, dann kann ich die übernehmen und ich habe auch die Flexibilität in Netconf zu sagen, bestimmte Bereich will ich nicht über den Templates nehmen und dann kann ich dir einfach sagen, ich editiere das hier, das heißt hier ist es wieder individuell und der Rest ist über Template. Ist eine sehr schöne Funktionalität. Ist aber nicht in jeder Lizenz enthalten. Das heißt, wenn Sie diese Templates nicht haben, dann kommt die Meldung, die Lizenz enthält nicht diese Funktionalität. 2 kleine Tipps, was Sie machen können, wenn Sie mit Templates arbeiten, können Sie eine Karte definieren, wo alle Templates enthalten sind. Da gehen Sie auf Neue Karten, dann Node Group View, Dynamic View, das ist und das sind Templates, also das ist jetzt die Templates an sich. Und in der Filtering, was man hier definiert, ist, dass man der Node-Typ ist equal to Monitoring Template. Ne? So, und jetzt ist in meine Karte, habe ich einen Namen genau, habe ich eine Karte hier gegeben, Templates, die würde ich entsprechend in meine Config-Verzeichnis definieren. Das ist ein Verzeichnis, was wir hier verwenden, wo wir solche Informationen haben. Und die zweite Karte, was man an der Stelle nutzen kann, ist, welche Nodes verwenden Templates. Also ich habe einmal die Templates und ich habe einmal die Nodes, die Templates verwenden. Dann gehe ich auch wieder unter Neue Atlas View, auch wieder Dynamic. Und dann hier würde ich Nodes with Templates aktiv zum Beispiel als Name. So, und der Filter passende wäre hier ganz einfach Use Monitoring Template is true. Und dann ist meine Karte da. Das ist nur noch diese eine Switch, der die Templates dann verwendet. So, das heißt, wir haben gesehen, wir können jetzt viele Nodes selektieren. Wir können die Templates zuweisen, nachdem wir natürlich diese Templates definiert haben. Wenn ich jetzt das Templates modifiziere und beispielsweise ein neuer Alarm oder ein neuer Sensor hinzufüge oder meine Sensorenkonfiguration anpassen, dann wie bei Monitoring Pack, alle Knoten, die diese Templates verwenden, werden automatisch angepasst. Aber wie ich gesagt habe, ist diese Funktionalität nur in bestimmten Lizenz enthalten. Wenn es bei Ihnen nicht haben, dann gibt es trotzdem noch eine Möglichkeit. Und zwar, Sie können, das wurde in der Version 15 definiert, Sie können eine neue Art von Monitoring Pack definiert, der basiert auf Sensor. Nehmen wir mal das Beispiel von Zertifikat. Sie haben viele Zertifikate, Sie wollen die überprüfen. Aktuell, wenn Sie nicht mit diesem Monitoring Pack Trick arbeiten, dann müssen Sie jede Node konfigurieren und das Monitoring Pack da definieren, da die Sensoren in Multi-Edit nicht konfiguriert werden können. Dann gehe ich jetzt unter meine Monitoring Pack Settings und was ich an der Stelle mache, ist, ich kann mal unter Global gehen oder in eine entsprechende Kategorie, wo Sie unter OSA zum Beispiel und hier in dieser Kategorie OSA, dann werde ich mal eine neue Monitoring Pack verwenden. Ob dynamisch oder statisch spielt keine Rolle, man kann das per Hand zuweisen oder dynamisch automatisch zuweisen. Aber in dem Fall, das wäre SSL Monitoring Pack. Machen wir SSL MP. Was ich empfehle bei Monitoring Pack, wenn Sie selber welche anlegen, ist es immer den Kürzel von Ihrer Firma zu machen. So können Sie schnell identifizieren, welche Monitoring Pack haben Sie selber angelegt. Und bei der Restriction, und das ist da, wo es
das Interessante daran, habe ich die Möglichkeit bei der Restriction zu sagen, das ist Sensors only. Das heißt, die Restriction ist einfach dafür da, dass man nicht eine Windows-basierende Monitoring-Pack auf einen Linux-Maschinen macht oder auf einen Switch oder ein SNMP basiert dann auf ein System, wo kein SNMP drauf ist. Das heißt, wenn ich dann später zuweise, diese Monitoring-Pack zuweisen, dann kommt nur als Auswahl die Monitoring-Pack, wofür ich auch so entsprechend Zugriff drauf habe. Hier sage ich, dieses Monitoring-Pack gilt nur für Sensoren und mein Sensortyp wäre in dem Fall mein Zertifikat. Danach muss ich mal einen Alarm definieren oder mehrere Alarme. Das ist eigentlich das Interessante dran, dass ich jetzt eine globale Definition für mehrere Systeme habe und wo ich sagen kann, Monitoring Pack ist zum Beispiel, sagen wir mal, was viele machen, ist eben der Zertifikaten läuft bald ab. Ne? Ganz klare Zertifikat läuft bald ab. Hier sind 15 Tage. Wir können das mal anpassen und sagen, 15 Tage ist ein bisschen kurz, bis wir ein neues Zertifikat gemacht haben. Dann machen wir 30 Tage. Und das heißt, hier haben wir entsprechend das definiert. So. Jetzt habe ich mein Monitoring Pack definiert und dann gehe ich mal in den Knotenkonfiguration, wo ich dieses Monitoring Pack aktivieren muss. Leider gibt es immer noch nicht, also ist es nicht möglich in Multi-Edit zu gehen, aber ich kann mir einen Knoten suchen. Nehmen wir einen Knoten, wo wir HTTPS drauf haben, das sehe ich hier. Ich kann auch schön filtern und sagen, ich möchte nur die Knoten sehen, wo HTTPS drauf ist. Ja, also sehr praktisch an der Stelle. Aber nehmen wir mal diese IRMC-Controller, der hat HTTPS. Ich möchte jetzt auf dieses Controller, dieses Monitoring-Pack aktiviert. Dann gehe ich in die Settings und wieder, das muss ich einmal machen, auf alle meine Systeme, leider nicht im Multi-Edit. Und da sage ich neue Sensoren, mein Zertifikatsensoren. Ich selektiere mein Zertifikatsensoren und hier Sie sehen, ich habe die Möglichkeit, mein Monitoring Pack hinzuzufügen. Das heißt, dies ist die Monitoring Pack, welche mit Zertifikat arbeiten. Ich hatte vorher schon einen gemacht, das ist der mich interessiert. So, das heißt, unten in der Liste sind jetzt, und man sieht, sind jetzt das Monitoring Pack, das war von vorher schon, sind jetzt, weil das ist ein automatisches Monitoring Pack, da hat es hinzugefügt, das war ich disable. Das heißt, jetzt habe ich mein Monitoring Pack für mein Zertifikat hinzugefügt. Die Standardalarme, die NetCrunch vorschlägt für Zertifikaten, Sie können es lassen oder Sie können die deaktivieren, indem Sie auf die Glocke gehen. So, das muss ich einmalig machen, geht da kein Weg dran vorbei. Das ist mein Report, sage ich Save. Und jetzt habe ich mein Zertifikat hinzugefügt, basierend auf einem Monitoring Pack. Was habe ich davon? Es ist klar, wenn ich jetzt in mein Monitoring Pack gehe und eine Änderung durchführe, ja, dann warten wir, bis das Fenster aufgeht. So, dann kann ich schön bei meinem Monitoring Pack suchen, OBM, und der ist es. So, und jetzt sage ich, ich brauche einen neuen Alarm, basierend auf Field Conformance von SSL Certificate. Ja, und was immer, was ich dann nehme, dann mal irgendwas, ein Beispiel. So, Alarm Description muss ich mal auch was tun. So, und natürlich macht es hier keinen Sinn, aber das ist, um den Konstrukt darzustellen, wenn man sich Arbeit erleichtern kann, sage ich okay, okay. Und dann habe ich mein Monitoring Pack definiert und alle Knoten, die dieses Monitoring Pack verwenden, in deren Sensoren werden meine neue Modifikation benutzen. So, dann ich wünsche euch ein schönes, lange Wochenende. Tschüss, bis nächsten Tutorial.